Hallo alle zusammen, ich heiße Chika und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Heute koche ich ein japanisches Gericht mit nur 2 Zutaten. Das Gericht heißt Kartoffelmochi. Mochi ist ein japanischer Begriff und bezeichnet einen Reiskuchen. Für das Rezept brauchen wir aber keinen Reis. Außerdem ist mein Rezept vegan. Die fertigen Kartoffelmochi können mit der Soße, welche ich später in diesem Video zeige, oder auch beispielsweise Apfelmus serviert werden. Bitte genießt die Textur der Kartoffelmochi. Fangen wir an. Zuerst möchte ich euch die Zutaten zeigen. Ich verwende 3 mittelgroße Kartoffeln und Kartoffelstärke. Zuerst wasche ich die Kartoffeln. Im Vergleich zu Deutschland klebt an ihnen mehr Erde, deshalb muss ich sie gut waschen. Dann schere ich eine Kartoffel. Bitte achtet auf mögliche Keime, diese sind giftig und ihr solltet sie großzügig aushöhlen. Der Kartoffelauge-Ausstecher meines Scherers sind dafür ideal. Ich habe früher nur mit dem Kochmesser geschert, aber das geht viel einfacher. Sie sehen sehr gut aus. Als nächstes schneide ich die Kartoffeln in kleine Stücke. Nach dem Waschen sind sie etwas klebrig. Bitte pass auf. Da ich die Kartoffeln später zerdrücke, ist die genaue Größe nicht wichtig. Dann gebe ich alle Kartoffeln in einen Topf und fülle ihn mit Wasser auf. Man benötigt nicht sehr viel Wasser. Die Kartoffeln sollten nur gut bedeckt sein. Das reicht. Aus starker Hitze koche ich die Kartoffeln. Den Topf decke ich hierbei mit einem Deckel ab. Zwischendurch gebe ich noch etwas Salz hinzu. Nachdem das Wasser angefangen hat zu kochen, lasse ich den Deckel etwas geöffnet. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten prüfe ich, ob die Kartoffeln gut durchgekocht sind. Die Kartoffeln schütte ich in ein Sieb, damit das Wasser abtropfen kann. Falls ihr schneller kochen möchtet, so könnt ihr die Kartoffeln auch in der Mikrowelle erhitzen. 5 bis 7 Minuten bei 600 Watt sollte reichen. Dann zerdrücke ich die Kartoffeln. Ich habe keinen Kartoffelstampfer, daher verwende ich einfach eine Gabel. Wenn man am Anfang die Kartoffeln klein schneidet, ist dieser Punkt viel einfacher. Zu klein sollte man die Kartoffeln übrigens auch nicht schneiden, da die Kartoffeln ansonsten nach dem Kochen zu viel Wasser enthalten. So geht es. Jetzt benötige ich die zweite Zutat, die Kartoffelstärke. Das Verhältnis sollte 1:1 betragen, das heißt für jede Kartoffel füge ich einen Esslöffel Kartoffelstärke hinzu. Ich habe 3 Kartoffeln verwendet, weshalb ich 3 Esslöffel Kartoffelstärke hinzugebe. Einfach, oder? Jetzt gilt es, alles gut zu vermischen.
damit die Stärke und die Kartoffeln eine homogene Mixtur ergeben und zusammenkleben. Die Kartoffeln sind bereit. Vor den Formen bereite ich die Pfanne vor, weil meine Hände später etwas klebrig werden. Zum Braten verwende ich wie so häufig Olivenöl. Nur dieses Mal brauche ich etwas mehr. Zum Formen meiner Kartoffelmochi nehme ich 1 bis 2 Esslöffel Kartoffelbrei in die Hand. Ich rühre und drücke den Brei mehrfach, damit der Brei schön fest wird und ich ihn auf einen Teller zwischenlagern kann. Sollten alle am Ende aussehen. Ich lege alle Stücke einfach in die warme Pfanne. Hierbei kann es passieren, dass etwas Öl spritzt. Seid vorsichtig. Nach ein paar Minuten hat sich die Farbe der Kartoffelstücke verändert. Wenn die Unterseite leicht braun erscheint, kann man sie wenden. Da die Kartoffeln bereits verkocht sind, muss man sie auch nicht sehr lang braten. Nur die Oberfläche soll leicht angebraten werden. Als nächstes bereite ich die Soße vor. Ich verwende Sojasauce, diese kann man in jedem Supermarkt finden. Und Ahornsirup. Ich mische beide im Verhältnis 1:1. Auf den Herd erhitze ich die Mischung bei mittlerer Hitze, damit das Wasser etwas verdampfen kann. Ich bewege die Pfanne etwas, damit sich beide Zutaten weiterhin gut vermischen und der Sirup nicht einfach zu Boden sinkt. Nun gilt es alles anzurichten. Auf meinen Teller übergieße ich die Kartoffelmochi direkt mit der Soße. Das sieht lecker aus, oder? Jetzt wird es Zeit zum Kosten. Sie sind unheimlich lecker. Ich könnte wahrscheinlich 10 von diesen Kartoffelmochi essen. Die Kombination aus Sojasauce und Ahornsirup finde ich immer gut.
Man könnte sie aber auch ähnlich wie Kartoffelpuffer nur mit Salz oder Apfelmus essen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!